Ja, wir sind heute in Sulzkirch, wieder mit Jürgen am Main-Donau-Kanal. Das ist immer sozusagen, kann sagen, Teil 2 vom Dach vom Donaukanal. Höher geht's nicht. Ab der nächsten Schleuse geht es nur noch bergab. Einen richtigen großen Service. Da steht genau, wann die nächste Bank kommt und wieder ausruhen kann. Also alle Nase lang. So, drinnen im Wasser und auf geht's zur nächsten Schleuse. Wenn wir Glück haben, hat es da vorne was für uns. Bin mal gespannt. Und? Okay. Da geht nichts. Schauen wir mal, was das ist. Ja, schade, geht nichts. Es scheint so eine Art Überlaufbecken zu sein, wenn es hier drin Hochwasser hat. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Schiffe kommen. Ich glaube, der Rekord waren 2 an einem Tag. Das war echt viel. Der Schleusenwärter muss brutal gestresst gewesen sein. Ob wir da Glück haben, aber wird wahrscheinlich auch wieder nur so ein Überlaufbecken sein. Okay, es hat total getrogen. Das war nur eine Rampe. Wir haben so einen guten Rückenwind. Darf ich vergessen, muss das Ganze wieder zurück. So. Ja, schön stark der Wind bläst. So. Jetzt beginnt eine landschaftliche Änderung. Bisher war nebendran einfach Felder und da vorne wird es waldig. Und wo dann der Wald beginnt, haben wir wieder ein bisschen ansteigendes Gelände. Jetzt ist es soweit, da verbirgt sich ein Altwasser oder Nebenwasser. Da fahren wir jetzt rein. Die große Preisfrage, ob es geht. Okay, der Jürgen kommt durch, dann schaffe ich das auch. Geht ein gutes Stückchen zurück und jetzt fahren wir mal daraufwärts und hoffen, dass wir irgendwo oben wieder rauskommt. Kein See drin und die Spannung wird immer größer, ob man da vorne wieder rauskommt. Ja. Und ziemlich flach, wenn jetzt hier ein Schiff kommt auf dem Kanal draußen, dann sind wir hier auf dem Trockenen. Sieht so aus, wir haben Glück, wir kommen wieder raus. So, und jetzt was ganz Interessantes. Da vorne drin ist ein riesen Betonklotz drin. Komisches Objekt, ganz schmal, eigentlich nur eine schmale Mauer. Genau, das Überreste eines UFOs sind es. Aber gegenüber, da geht es in Altwasser rein. Gerade da oben auf dem Hügel, da hat es das Gegenstück von dem komischen Teil. Ziemlich schmal. Ich bin dort relativ pessimistisch, dass das Teil oben rausgeht. Schauen wir mal. Und wie befürchtet, da ist Feierabend. Aber das ist kein großes Unglück, das war nicht weit.
Wenn jemand eine Ahnung hat, was das ist, bitte melden. Also ich habe mal so eine Vermutung, in 80er Jahren gab es das. Da hat immer so ein bestimmter Prozentsatz vom Bau als Kunst ausgegeben werden müssen. Vielleicht handelt es sich hier um Kunst am Bau. Okay, jetzt wissen wir, was das genau darstellen soll. Wir haben soeben die Wasserscheide übertreten. Jetzt fahren wir Richtung Nordsee. Auf der anderen Seite geht es ins Schwarze Meer rein. Das soll es hier darstellen, die europäische Wasserscheide. Es ist das Rätsels Lösung gelöst, was das hier darstellen soll. Das Kunstwerk. Das kann ich auch damit offiziell verkündigen. Hier ist der höchste Punkt im Kanal. Höher geht's nicht. Jetzt geht es wirklich nur noch bergab. Ab in die Nordsee. Oh. Wir haben es beschlossen, wir paddeln jetzt durch bis zur Nordsee. Jetzt hält uns nichts mehr auf. Es ist nicht mehr weit. Und hier ist auch die lauteste Stelle auf dem ganzen Kanal bisher. So, jetzt sind wir kurz bei der nächsten Schleuse. Hinter der Schleuse geht es noch eins bergab. Vermutlich wird das Stufe 1. Oh, genau, gucken, was hier die vielen Hütten das sollen. So, jetzt schauen wir mal aus. Was passiert, wenn wir da aufmachen? Ein großes Nichts. Ja, Ich bin gewarnt worden, ich soll nicht hierher, da muss ich noch Sport machen. Okay, das machen wir nicht, viel zu anstrengend. So, Jürgen übt gerade Kung Fu. Das sieht man in allen Filmen, komm, du musst ja gescheit schlagen, dann müssen die Fetzen fliegen. Genau, Kopfstoß. Genau, boing, da muss was gehen. So vom Ansatz her wäre es eine gute Idee, eine Bootsrutsche bis in die Nordsee. Geradeaus durch, das wär's. Das ist hoch. Ja, das ist hoch. Hohes Gebäude. So, wir drinnen die Boote und auf geht's zur nächsten Schleuse. Genau. Und im ersten Abschnitt der Tour hat uns kein einziges Schiff überholt oder kam entgegen. Das ist eine Kolonie Kanadagänse. Ja, gut zu erkennen am schwarzen Hals.
neues Ziel ist ausgegeben. Nürnberg, 37 Kilometer. Kein Problem. Ja. Sieht aus, als wäre da vorne schon wieder die nächste Schleuse. Ja, das ist eine Schleuse, eindeutig. Sind wir am Wehr angekommen und jetzt fahren wir da zum Campingplatz zurück und dann machen wir ein Päuschen und sagen, jetzt geht es wieder ab zurück. Und dann schöner auch wieder Einstieg. Ja, und da hinter der Brücke, da ist der mobile Campingplatz. Das ist echt gemein. Da machen wir mal kurz Pause, was ist. Wir werden vom Schiff überrascht. Mir vorstellen, ein Schiff auf dem Rhein-Main-Donau-Kanal am Sonntag. Und wir sind nicht auf dem Wasser. Bei dieser Sensation. Pause beendet. Und auf geht's zur Schleuse Hippoltstein. So, jetzt sind wir bei der Schleuse Hippoltstein. Die letzte Umtragung. Jetzt haben wir einen ziemlich langen Berg zum Rauflatschen. Aber schließlich wollen wir auch Richtung Schwarze Meer. Jetzt müssen wir erstmal den Berg rauf. Zur Wasserscheide. Also heute haben wir echtes Pech mit Löffeln gefressen. Jetzt kommt unser Boot entgegen und was ist? Wir sind am Umsetzen. Heute haben wir echt ein Pech. 2 Schiffe und wir sind an Land. Wieder drinnen in den Booten und auf geht's nach Sulzkirchen. Wieder zurück bei den 3 Brücken. Jetzt sind wir zurück beim Monument vom Main-Donau-Kanal, was die europäische Wasserscheide darstellt. Wo bisher ging es bergauf gegen den Wind und jetzt geht es rapide bergab. Zwar noch gegen den Wind, aber jetzt geht es ab. Jetzt geht es nur noch bergab.
Jetzt wird der Hund in der Pfanne verrückt. Wir sind im Wasser und es kommt ein Schiff. Das heißt, also, wenn wir jetzt auf einem Kanal waren, ein Verkehr von 3 Schiffen. Der Schleusenwärter, der muss ja heute durchdrehen für Arbeit. Dieses einfach so der rechten Seite haben wir das ausgelassen. Da habe ich jetzt noch Glück und finde noch meinen Biberbau. Ich habe keinen gefunden. Zwar ein paar Spuren gesehen, aber keinen Bau gefunden. Da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Hier ist die Biberburg. Wenn man es kaum sieht, das sieht einfach nahrungslos. Und dahinter verbirgt sich die Burg. Wenn man es wirklich kaum sieht. Ich bin gerettet. Eine Biberburg gefunden. So, da ist der Landesteg. Natürlich ist gut, Landetreppe. Ja, das war jetzt die erste Fahrt in diesem Herbst mit Mütze. Ohne Mütze war es doch an Löffeln ein bisschen kalt. Und jetzt auf der Rückfahrt war ganz schöne Knüppelei gegen den Wind. Aber hat schon gepasst, man kam da vorwärts. Okay, das war's für heute.